Sehr interessant. Amerikanisch, europäisch. Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem Online-Shop verkaufe. Heute packe ich mit euch zusammen eine Schmucksammlung aus einem Nachlass aus, den mir eine nette Zuschauerin zugesandt hat. Hier die Karte wollte ich euch noch unbedingt zeigen, die wurde beigelegt. Ein ganz, ganz tolles Motiv aus den 30er Jahren. Aha. Ein interessantes Kästchen mit Stoff bespannt. Alles schön liebevoll einzeln eingepackt, das mag ich sehr gerne. Oh wow, hier kommt das Highlight, das mich auf den Fotos schon so angesprochen hat. Trifari. Was daran so toll ist, es ist Trifari. Es sind grüne Steine. Und das nehme ich zum Anlass, euch dazu einzuladen, auf meiner Seite meinen neuen Blog zu lesen, wo ich über Trifaris interessante Designgeschichte einen Artikel geschrieben habe. Wundervoll. Dann geht es hier weiter. Oh, auch ein tolles Highlight, was ich da sehe. Eine Brosche, so typisch Vintage mit dem tollen Blumenkörbchen und den Perlen. Und diese Brosche ist von Gerrys. Also das sind die 60er, vielleicht Anfang der 70er Jahre. Und wieder eine wunderschöne Brosche. Genietet. Eine Marke sehe ich hier nicht. Also das Metall ist hellgoldfarben, wobei es hier auf der Oberfläche sieht das wie Altsilber aus. Mit tollen lilafarbenen Steinen. Hier fehlt ein Stein. Leider, aber auch eine wunderschöne Brosche. Aha, das ist eine Brosche in Perlmutt mit Mother, also zum Muttertag wurde die wahrscheinlich verschenkt. Auch sehr schön alt. Und noch eine zweite Brosche haben wir hier mit Perlen, ohne Marke. Das sieht schon fast so ein bisschen modernistisch aus. Also denke ich die 60er und 70er Jahre. Dann haben wir hier eine Blattbrosche. Sehr herbstlich. Und, oh, die ist auch schön. Oh, die finde ich auch toll. Die sieht auch sehr alt aus. Das sind die 40er Jahre, sehr elegant mit diesem Schwarz und auch so ganz schwarz-matt. Und das sind ganz kleine Perlen. Wundervoll nostalgisch, sehr schön. Und noch eine Blattbrosche. Hier steht auch nichts drauf, auch sehr alt. Hier die Nadel und auch, dass es hier keinen Ringverschluss nochmal gibt, sondern einfach nur einen Haken.
Oh, wunderschön. Ein Monet-Schmetterling. Monet, ja genau, hier ist die Marke drauf. Also der passt doch wundervoll in den Frühling. Die Broschen mag ich sehr gerne. Sehr schön gestaltet. Und hier haben wir gleich mehrere Schmuckstücke. Einmal haben wir hier dieses typische Wishbone, sage ich dazu immer. Ich weiß nicht, wie man diesen Knochen nennt. Hier steht eine Marke drauf. Judy Lee. Sehr ungewöhnlich für Judy Lee. Normalerweise hat die ja besonders viele Strasssteine verarbeitet. Hier etwas schlichter und das Logo sieht auch sehr, sehr, sehr alt aus. Vielleicht ist das aus den Anfängen. Dann haben wir hier eine tolle alte Brosche und die ist auch wirklich richtig alt. Diese Blumen sind ausgestanzt und was hier auch toll ist, diese Blüte hier ist aus Lucite. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir eine Brosche. Ja. Die Brosche ist zweiteilig, also einmal klemmt man die hier fest und dann hier mit einem Ritterwappen. Und hier ist auch eine Marke drauf. Alukraft. Ja, das ist auch eine alte Vintage-Marke. Also das Einzige, was mich stutzig macht, ist eigentlich diese Kette, die so farblich anders ist. Aber die Broschen, die sind auch schon richtig alt. Also dieses Wappendesign war in den 40er Jahren sehr dran. Dann haben wir hier eine tolle 60er Jahre Brosche mit diesem Design. Und das ist ein, ja, ich würde sagen, es ist ein Glasstein, der wie so eine Koralle gearbeitet wurde. Und hier haben wir noch eine Brosche. Das Design kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja, es ist Koro. Koro, diese Blätter sind so ganz leicht rosafarben emailliert und das Metall ist hellgoldfarben. Ups. Goldfarben. Jetzt kommt wieder was ganz Tolles. Ganz tolle Brosche. Wieder mit dem alten Broschenverschluss. Wow, die ist toll. Also interessanterweise ist hier das silberfarbene, fast verchromte Metall mit dem altgoldfarbenen kombiniert und dann die Strasssteine in lila und weiß. Sehr außergewöhnlich und eine tolle Größe. Sehr schön. Und dann haben wir hier, das ist ein Pullover-Clip. So, das wurde so an eine Strickjacke geklemmt, also auf die Strickjacke offen und auf die eine Seite diesen Clip und auf die andere die andere. Und schönes Design, das gefällt mir. Dann haben wir hier eine Halskette. So eine hatte ich schon mal von Koro. Und das ist hier auch so ein Kunststoff von früher. Das wurde mit Aurora Borealis Finish überzogen und eine Rose da drauf gearbeitet. Sehr schön.
Dann haben wir hier einen Herzanhänger mit Kette. So, ich gehe mal kurz unter die Lupe. Der Herzanhänger ist mit Trifari gemarkt. Das Trifari-Logo aus den 80er Jahren. Ein geschwungenes Herz mit Strassstein. Und dann haben wir hier noch eine schöne alte Halskette. Ich gucke noch mal unter der Lupe. Nicht signiert. Eine Stäbchenkette mit leicht weiß oder roséfarbenen Perlen. Dann verstecken sich hier noch ein paar Ohrclips. Und das könnte auch Trifari sein. Ich schau mal. Ja. Sehr, sehr typische Trifari-Ohrclips. Dann haben wir hier sehr schöne Ohrclips. Allison, ja, was heißt das wohl? Lead. Ja, die Marke kenne ich nicht, aus den USA scheint die zu sein. Ja, 59,99 D-Mark, sehr interessant. Der Preis ist mal ausnahmsweise mal drauf. Die Ohrclips sind aber nicht gemarkt. Ja, leider hätte man das in den 80er Jahren doch gerne gemacht, dass man das Logo nur auf dieses Blisterteil drauf gemacht hat. Ganz tolle 80er Jahre Ohrclips. Dann haben wir hier eine Halskette, die ich kenne. Das ist Sarah Coventry. Hier haben wir das Logo. Eine tolle Halskette aus den 70er Jahren. Sehr, sehr typisch ist sie. Und noch eine zweite ist dabei. Oh, interessant. Das ist Sarah Coventry UK. Also die wurde in England dann damals auch hergestellt, weil Sarah Coventry hatte dann auch Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Und hier ist interessant zu vergleichen, wie anders die Farbe aufgebracht wurde. Also hier ist es in eine Form gegossen, wie so ein Glasfluss. Und hier ist es wie so ein Acryl drüber gemacht. Also hier ist das ganz flach und hier ist praktisch diese Acrylmasse drauf. Sehr interessant. Amerikanisch, europäisch. Dann haben wir hier ein breites Armband mit Logo. Ja, IDO wahrscheinlich. Also das kenne ich gar nicht. Es ist auch, fühlt sich auch nicht so richtig an wie Metall. Und die Farbe ist auch so leicht rot-golden. Dann haben wir hier noch eine kleine, sehr alte Brosche, wieder so eine gestanzte aus den 30ern oder 40er Jahren. Und noch ein sehr markantes Armband. Und das ist toll, das sieht sehr nach den 70er Jahren aus. Hier ist eine Marke. Rivo Swissmade. Also Rivo kenne ich, glaube ich, oder verbinde ich zumindest mit Armbanduhren. Ein tolles, ausgefallenes Design. Das sieht ganz toll retro aus. Das gefällt mir. Auch mal ein schönes Schmuckstück aus der Schweiz. Und dann haben wir hier eine Halskette, die ist mit so einem Textilband überzogen. Die war auch sehr beliebt in den 50er und 60er Jahren. Mit tolle nostalgische Farbe. Sehr schön, die passt sehr gut heute zu mir.
Sehr schön. Und dann habe ich hier eine tolle alte Krawattennadel. Ich gucke mal, was da drauf steht. Da ist ein Logo drauf in einem Kreis. Die Buchstaben kann ich nicht so genau entziffern. FI und dann Metall. Aha, dazu passend gibt es, das ist eine ganze Kollektion, hier die Manschettenknöpfe. Steht da auch was drauf? Nee. Aber hier sieht man, die Krawattennadel und die Manschettenknöpfe haben das Design mit diesen zwei goldenen Streifen. Und auch diese Manschettenknöpfe würden zu dieser Krawattennadel passen. Hier ist dieses Teil auch sehr gut auf der Rückseite der Manschette. Hier steht was drauf. Amerikaner. Also ist das Gold-filled, mit Walzgold vergoldet. Das ist eine Vergoldung, die man früher sehr gerne gemacht hat. Die ist ein bisschen haltbarer als dieses nur Gold-plated, was wir heute kennen. Dann gibt es hier noch eine Krawattennadel mit einem Inlay aus Leder. Die Marke gibt es nicht, aber auch sehr schön nostalgisch. Das könnte vielleicht auch sogar die 40er Jahre sein. Ah nee, die 40er, da waren die Krawatten breiter. Nein, 50er, 60er. Dann haben wir hier nochmal Manschettenknöpfe, auch in einer ganz tollen Form, die sehr 50er Jahre mäßig rüberkommt. Und hier ist auch eine Marke drauf. AM Doublé bedeutet eben auch Amerikaner vergoldet. Schön, also das ist bestimmt deutscher Schmuck. Dann haben wir hier noch einen kleinen Engelsticker. Einen kleinen Schutzengel kann man immer gut gebrauchen. Und noch eine Manschettennadel, die auch zu dieser gesamten Kollektion passt. Also das ist sehr, sehr schön. Alles aufeinander abgestimmt. Ja, dann der Kasten ist innen mit Samt ausgeschlagen, mit grünem Samt. Sehr edel. So, die besten Teile. Also der Herrenschmuck gefällt mir sehr gut. Das finde ich sehr nostalgisch und schön stilvoll. Alles passt zusammen. Und auch dieses weiße Perlmutt ist zu einem weißen Hemd bestimmt auch sehr, sehr schick. Dann ist ganz toll diese Brosche. Die mag ich sehr. Mein Highlight ist natürlich wie immer Trifari. Also nichts geht über einen Trifari-Schmuck. Und Monet kommt gleich hinterher. Das sind die beiden Lieblinge. Und was ich auch sehr toll finde, ist diese tolle Gerries-Brosche. Und mir gefällt diese, weil sie stilistisch so richtig toll die modernen Zeiten der 60er Jahre beinhaltet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal hier auf YouTube abonniert. Schaut in meinem Shop vorbei. Seit einer Woche habe ich einen neuen Blog auf meiner Shopseite angefangen. Und schaltet wieder ein. Bis bald.